Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich zeige euch heute 4 Yoga-Übungen mit Hula Hoop, die mehr oder weniger für zu Hause geeignet sind. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Platz du hast. Vorweg möchte ich erwähnen, dass Yoga weder was mit der maximalen Beweglichkeit noch mit der Akrobatik zu tun hat. Wir sind öfter der Meinung, dass wenn wir hart an uns arbeiten, jeden Tag trainieren, uns jeden Tag dehnen oder stretchen, wir irgendwann jede Pose schaffen können. Und das ist falsch. Wenn wir zum Beispiel eine Haltung trotz Üben nicht einnehmen können, dann kann das auch an unserem individuellen Knochenbau liegen. Die Anatomie ist individuell und das heißt wiederum, dass wir nicht jede Pose ausführen können, egal wie viel wir üben. Im Yoga zeigt uns der eigene Körper Grenzen auf, die wir nicht überschreiten können und lehrt uns zur Akzeptanz. Es geht eher darum, mit allen Sinnen dabei zu sein. Durch die bewusst ausgeführten Übungen erlangen wir einen besseren Kontakt zu uns selbst, nehmen Befindlichkeiten, Stimmungen, Anspannungen, Unwohlsein deutlicher und früher wahr. Durch Yoga wollen wir dem Körper etwas Gutes tun, den Atem vertiefen und den Geist schulen, sich zu beruhigen. Der Krieger ist eine anstrengende stehende Yoga-Figur, die gleichermaßen kräftig mobilisiert, erdet und bewegt. Es gibt 3 Varianten des Kriegers. Für diese Pose zeigt der hintere Fuß im 45-Grad-Winkel auswärts. Die Fußaußenkante des hinteren Fußes ist geerdet, das Bein komplett gestreckt. Die Hüfte zeigt gerade nach vorne, das vordere Knie ist 90 Grad gebeugt und von der Seite und von oben gesehen in einer Linie mit deinem Knöchel. Beide Hände halten den Hula-Hoop-Reifen, Arme sind gerade gestreckt und dann führst du den Reifen langsam nach oben. Dabei schiebt sich der Brustkorb etwas nach vorne. Der Blick geht Richtung Reifen, der untere Rücken bleibt lang und der Bauch ist leicht angespannt. Wenn dir die 90-Grad-Beugung schwerfällt, dann geh so tief wie möglich. Hauptsache, das hintere Bein bleibt gestreckt. Achte auf eine ruhige Ein- und Ausatmung und man sollte natürlich nicht zu sehr ins Hohlkreuz verfallen. Physisch schafft der Krieger die Verbindung zwischen kraftvoller und aktivierter Beinkraft und fließender Flexibilität der Hüften. Psychisch gibt die Haltung dir die Chance, dich über das Schlachtfeld deiner Gedanken emporzuheben und dich von deinem Atem ins Jetzt tragen zu lassen. Dieser Asana lehrt dich also, Schwankungen des Geistes auszuhalten und zur Ruhe zu finden. Ich zeige euch eine weitere Krieger-Variante. Dafür musst du allerdings Handhooping Lasso beherrschen. Handhooping ist ein absoluter Basic-Trick. Ich bin Rechtshänder, das heißt, ich benutze meine rechte Hand. Der Reifen liegt zwischen Daumen und Zeigefinger. Meine Finger sind zusammen. Der Daumen zeigt nach oben. Mit der linken Hand ziehe ich am Reifen. Das ist wie beim Glücksrad. Du ziehst kurz dran und dann dreht sich der Reifen von alleine. Der Reifen sollte zwischen Daumen und Zeigefinger bleiben. Dann machst du kreisende, kleine Bewegungen mit der Hand. Achte darauf, dass dein Arm oder dein Ellbogen nicht zu weit vom Körper entfernt ist. Und beim Lasso ist das ähnlich. Lasso ist ein Hula-Hoop-Trick, bei dem sich der Reifen auf deine Hand über deinem Kopf dreht. Das heißt, Handhooping machst du nur über deinem Kopf. Der Reifen ist fest in deiner Hand über dir und dann nimmst du Schwung, machst eine halbe Handumdrehung und lässt den Reifen um deine Finger kreisen. Der Arm macht kleine rotierende Bewegungen. Diese Kriegerpose fördert nicht nur dein Durchhaltevermögen, sondern hilft dir, dich zu erden, mehr Kraft und Sicherheit zu empfinden und dein Selbstbewusstsein zu stärken. Menschen mit schwachem Herz sollten die Kriegerpose nicht ausführen. Die Dreieckshaltung ist eine grundlegende stehende Pose im Yoga, die deine Kniesehnen und Leiste stärkt und verlängert, während gleichzeitig die Schultern geöffnet werden und deine Hüfte gestreckt. Deine Füße sollten etwas breiter als schulterbreit auseinander sein. Der Reifen ist hinter deinem rechten vorderen Fuß. Der rechte Fuß sollte in einem 90-Grad-Winkel sein, der linke Fuß bei ca. 45 Grad. Du hebst deinen linken Arm Richtung Decke, während du den Reifen von dir wegrollst, beugst du deinen Körper nach rechts, also dein Hüftgelenk streckt sich zur Seite über dein rechtes Bein, deine Taille bleibt lang, verlängere dein Steißbein in Richtung deiner hintere Ferse, der Blick geht in Richtung Decke. In der Position bleibst du für ein paar Sekunden und dann rollst du den Reifen wieder zurück und kommst in die Ausgangsposition. Die Dreieckshaltung aktiviert die Rumpfmuskulatur und erhöht die Stabilität. Diese Pose kann die Steifheit in der Wirbelsäule und Rücken reduzieren, was zu einer Erhöhung der Flexibilität führt. Die Dreieckshaltung bietet eine ideale Kombination aus Öffnen, Strecken, Dehnen und Herausfordern des Körpers. Ein gesundes Loslassen und Verstehen unserer Emotionen ist der Schlüssel zu einem ausgeglichenen Leben und das Üben der Dreieckshaltung ist eine enorm kraftvolle Möglichkeit. Auf diese Weise zielt es auf die Bereiche ab, die die Hauptlast des täglichen Stresses tragen und ermöglicht dir, Trost und Entspannung zu finden. Die Baumhaltung mit Seitenbeuge ist eine Yoga-Pose,
Pose auf mittlerem Niveau. Bringe den rechten Fuß auf die Innenseite des linken Beines. Wenn du noch keine richtige Stabilität hast, dann übe diese Pose an einer Wand, bevor du weitermachst. Es ist wichtig, dass du hier eine gewisse Stabilität hast. Dann führst du den Reifen über deinen Kopf, die Arme sind gestreckt und beugst deinen Oberkörper leicht nach rechts. Bleibst in der Position für ein paar Sekunden, atme ein und aus und gehst danach in die Ausgangsposition zurück. Es ist wichtig, dass der Körper lang bleibt und die Hüften nicht zusammenbrechen. Die Baumhaltung lehrt, gleichzeitig nach unten zu drücken und dich verwurzelt zu fühlen. In dieser Pose findest du durch die Kraft deines Standbeins ein Gefühl der Erdung. Du stärkst Bänder und Sehnen in den Füßen, baust Kraft in den Waden, Oberschenkeln und Gesäßmuskeln auf. Du verbesserst die Hüftleisten- und Beckenflexibilität. Die Baumhaltung beruhigt und bringt den Geist ins Gleichgewicht. Das Ausruhen in dieser Yoga-Pose ist nützlich, da ein ruhiger Geist zu einer stabilen und gesunden Herzfunktion führt. Außerdem hilft es bei Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Das sind 4 kraftvolle Yoga-Posen mit Hula Hoop, die auch mental einiges bewirken, gerade dann, wenn man Stress oder Kummer hat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch das Beste. Macht es gut. Bis bald. Tschüss.